Herzlich willkommen zu Anlegen mit Weitblick im März mit unserem Chief Investment Officer, Philipp Merkt. Ja, heute haben wir wieder viele spannende Themen dabei, unter anderem auch das Thema Bitcoin. Aber Philipp, zum Starten würden wir wie gewohnt einen Blick auf unsere Vermögensverwaltung werfen, auf Positionierung. Der Anlageausschuss hat am Montag getagt. Was habt ihr entschieden? Ja, die grösste Änderung ist sicher, dass wir Aktien dazu gekauft haben. Also wir kehren hier zurück in die neutrale Positionierung. Und das haben wir gemacht, indem wir Schwellenländeraktien dazu gekauft haben. Warum haben wir das gemacht? Ja, wir sind durchaus ein bisschen positiver gestimmt wieder, also noch ein bisschen positiver, als wir schon letzten Monat gesagt haben, dass obwohl Deutschland und China weiterhin in der Rezession ist, aber wir haben positive Stimmungsdaten aus der Industrie und genau das würde eigentlich auch Deutschland und China helfen. Also wir sind überzeugt, dass die in den nächsten Monaten aus der Rezession herausfinden und darum unsere noch ein bisschen positivere Einschätzung in diesem Monat. Jetzt, was waren die Gründe, dass man genau bei den Schwellenländern dazu gekauft hat? Ja, für das habe ich wieder eine Grafik mitgebracht. Darauf sieht man die Aktienbewertungen anhand vom KGV, also dem sogenannten Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zu der Welt von verschiedenen Regionen. Und die Welt, die muss man jetzt darauf nicht suchen, das ist eigentlich die Nulllinie. Also wenn man auf der Nulllinie ist, wie die Schweiz im historischen, das ist der blaue Balken, die historischen letzten 10 Jahre, die Schweiz hat ungefähr ein Kurs-Gewinn-Verhältnis ausgewiesen wie der Durchschnitt von der Welt, also das wäre das Neue. Und dann sieht man aber auf der linken Seite die Schwellenländer. In den letzten 10 Jahren, die haben immer einen Abschlag, aber auf dem grünen Balken sieht man, dass der Abschlag im aktuellen Umfeld noch wesentlich höher ist, als der sonst schon ist. Und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, sieht man, dass die USA eigentlich immer einen leichten Aufschlag hat und im Moment sogar noch teurer ist. Und darum haben wir Aktien-Schwellenländer dazu gekauft und nicht die USA. Und wir bleiben in diesem Fall in den USA in einem leichten Untergewicht und dafür in einem Übergewicht in den Schwellenländern. Jetzt erst versprochen, wir kommen heute auch noch auf das Thema Bitcoin sprechen. Wir haben eine sehr interessante Zuschauerfrage zu diesem Thema bekommen, aber wir müssen zuerst ein paar Grundlagen schaffen, bevor wir die beantworten können. Kannst du uns kurz erklären, was es mit dem sogenannten Bitcoin-Halving auf sich hat, das ja kurz bevorsteht? Ja, das Halving, einfach gesagt, ist ein Halbieren, und zwar ein Halbieren von der Belohnung, die die Miner, die also neue Bitcoins schürfen, bekommen. Und ja, die Belohnung wird halbiert. Ungefähr um den 20. April wird das passieren. Und für was bekommen die Miner die Belohnung? Ja, jetzt muss man sich die Bitcoin-Blockchain wirklich wie eine Kette vorstellen, wo verschiedene neue Glieder, das wären eben die Blöcke, dran gehängt werden. Und immer wenn genug Bitcoin-Transaktionen stattgefunden haben, tut man so einen neuen Block an die bestehende Chain oder eben Kette anhängen. Und jetzt, damit alles seine Richtigkeit hat, muss jemand das wie bestätigen und überprüfen. Das machen die Miner, die Rechnungen lösen, also ihre Rechenleistung einsetzen und eigentlich am Schluss bestätigen, dass alles seine Richtigkeit hat. Dann kommt der Block an die Blockchain an. Und für das, dass sie das gemacht haben, kommen sie eine Belohnung über. Oder eben neue Bitcoins. Im Moment 6,25 Bitcoin. Dann kommen wir jetzt zu unserer Zuschauerfrage. Der Jean-Claude aus dem Kanton Watt. Er fragt nämlich Folgendes, und zwar, wie sich das Bitcoin-Halving auf den Preis des Bitcoin wird auswirken. Ja, wie man auf dieser Grafik sieht, hat sich bisher die Halvings immer sehr positiv ausgewirkt. Also der Bitcoin-Kurs ist in der Folge von dem Halving immer stark gestiegen. Allerdings, ja, wir haben Anfang 3 Datenpunkte, es hat Anfang 3 Mal stattgefunden, jetzt wäre das 4. Mal. Und wenn man sich fragt, warum das könnte passieren, dann ist das eigentlich einfach eine Frage von Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist im Moment hoch, vor allem seit auch in den USA die Bitcoin-ETFs zugelassen worden. Und das Angebot wird in diesem Fall mit dem Halving eigentlich knapper. Also man kann sich das vorstellen, wie wenn alle Goldminen auf der Erde auf einen Schlag nur noch halb so viel würden produzieren. Also das Angebot tut sich verknappen. Aber hier vielleicht noch eine Achtung. Man sieht auch
Ja, der Kurs hat sich schon stark erhöht. Die Information ist bekannt, dass das Halving kommt. Also wie viel was da noch drinnen ist, das mag ich durchaus auch bezweifeln. Merci vielmals, Philipp, für die spannenden Ausführungen. Danke, seid ihr dir mit dabei gewesen. Bei Fragen dürft ihr euch gerne melden unter der eingeblendeten Adresse. Und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick.